Von ihrem Mut wissen wir heut aus den Journalen jener Zeit. Amerika war noch nicht kartiert, kein Weg hin zum Pazifik führt. Da schickte der Präsident ein Team, um einen Weg dort einzuziehen. 1804, kurz vorm Start, die Expedition von Lewis und Clark. Von St. Louis bis zum Pazifikstrand, damit man das Land bis hin zum Meer verband. Teil dieser Reise war eine indigene Frau. Wie wichtig sie wird, weiß da noch keiner genau. Sacagawea war eine Klasse für sich. Große Gefahren erschreckten sie nicht. Mit kleinem Baby auf dem Rücken dabei, trägt zur Reise quer durch Nordamerika bei. Diese Frau war noch so jung, doch voll Mut und Kraft, der Inbegriff dessen, was seine Mutter schafft. Geboren 1788 herum, war sie zur Zeit der Tour noch rund 16 Jahre jung. Bei Shoshonen im heutigen Idaho geboren, haben Hidatsa sie früh dem Stamme genommen. Brachten sie in andere Regionen hinfort, ihr Mann ein Trapper, der kauft sie wohl dort. Nehmen beide mit auf die lange Tour, denn sie als einzige spricht Shoshone nur. Sprach auch Hidatsa und Französisch ein Stück, wurde die Dolmetscherin, sie hatten mit ihr Glück. Sacagawea war eine Klasse für sich. Große Gefahren erschreckten sie nicht. Mit kleinem Baby auf dem Rücken dabei, trägt zur Reise quer durch Nordamerika bei. Diese Frau war noch so jung, doch voll Mut und Kraft, der Inbegriff dessen, was seine Mutter schafft. Im Mai 1804 reisten sie ab 4000 Meilen vor sich und das Essen stets knapp. Die junge Frau zeigte Pflanzen und Wege dazu. Sie schlossen sie und ihr Kind ins Herz im Nu, kamen mit Booten voran, doch in einem Sturm hätten sie fast die Instrumente und Notizen verloren. Doch Sacagawea holt sie ruhig aus dem Wasser heraus. Clark bricht dadurch in Begeisterung aus. Seine Faszination für sie ist so entbrannt, hat später den Fluss nach ihr benannt. Sacagawea war eine Klasse für sich. Große Gefahren erschreckten sie nicht. Mit kleinem Baby auf dem Rücken dabei, trägt zur Reise quer durch Nordamerika bei. Diese Frau war noch so jung, doch voll Mut und Kraft, der Inbegriff dessen, was seine Mutter schafft. Der Wasserweg findet dann sein Ende. Die Rocky Mountains bringen diese Wende. Sie setzen die Reise zu Fuße fort, doch würden sterben ohne Pferde dort. Doch haben sie erneut viel Glück. Sacagawea erkennt, ich bin zurück. Sie sah den Beaverhead Rock im Licht und wusste, fremd ist ihr die Gegend nicht. Auf eine Gruppe Shoshonen trafen sie und die Tränen zwangen die junge Frau auf die Knie. Ihr Bruder Kumeoe, den erkennt sie dort, war nun der Häuptling an ihrem Heimatort. Sie treiben Handel und erhalten Führung und Pferd, darum die Expedition sich dort im Bergland bewährt. Sacagawea war eine Klasse für sich. Große Gefahren erschreckten sie nicht. Mit kleinem Baby auf dem Rücken dabei, trägt zur Reise quer durch Nordamerika bei. Diese Frau war noch so jung, doch voll Mut und Kraft, der Inbegriff dessen, was seine Mutter schafft. Bald ist es geschafft und das Meer ist ganz nah. Sacagawea und ihrem Kind geht es wunderbar. Die Karte wurde erweitert, alles auch dank dieser Frau. Über 2 Jahre auf Reise und stets mutig und schlau. Sie reisten im Frühjahr, darauf auch wieder zurück. Den Rückweg meisterten sie mit gleichem Geschick. 1812 bekam sie wohl ein weiteres Kind, doch wohl durch Krankheit im selben Jahr ihr Leben verrinnt. Doch William
Clarks Freundschaft endet nicht dort. Setzte die Freundschaft mit den Kindern von ihr fort, nahm die Vormundschaft der beiden an, gab dem Sohn Bildung, wurde so selbst ein bekannter Mann. Diese mutige Frau ist auch heute noch bekannt. Orte und Münzen sind nach ihr benannt. Was bleibt, ist ein Beispiel für Gemeinschaftlichkeit, für eine Reise auf Augenhöhe und Verbundenheit.